Corona, Corona, Corona. Hoffentlich noch nicht in aller Munde, aber mit Sicherheit als Gedanke in all unseren Köpfen. Wie gefährlich ist das Virus wirklich? Für unseren Körper, aber auch für unsere Psyche. In welcher Weise kann ich das Beste für mich und meine Lieben aus dieser schwierigen Situation herausholen? Und ein Beispiel, das sehr gut zeigt, dass es manchmal richtig oder falsch vielleicht so gar nicht gibt. Dies alles und noch ein kleines bisschen mehr heute bei uns. Viel Vergnügen! Mein Name ist Dr. Jonas Schuller. Ich bin Arzt und Diplompsychologe. Hier an meiner Seite Magistra Kerstin Jäger, klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin bei InstaHelp. Kerstin, wir leben ja momentan wirklich in einer sehr eigenartigen und oft auch schwierigen Zeit. Wie geht es denn dir damit im privaten Leben, aber vor allem auch in deiner Praxis? Ich kann mich dir nur voll inhaltlich anschließen. Die Zeit ist wirklich schwierig und herausfordernd. Und während ich im Frühling noch die Ressourcen hatte, irgendwie das Ganze sehr positiv zu sehen, fällt es mir manchmal zunehmend etwas schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erlebe es auch für mich persönlich als relativ herausfordernd. Aber natürlich auch in der Arbeit mit meinen Patienten und Patientinnen, einfach weil sich alles rund um das Thema Corona dreht. Die Nachrichten, sobald ich die Zeitung aufschlage, sobald ich ins Auto steige und das Radio anmache, man hört sofort Corona. Es ist einfach immer da, es beeinflusst uns und es beeinflusst unseren Alltag. Und manchmal frage ich mich schon, ist es wirklich notwendig, dass wir uns so massiv in unserer Freiheit eigentlich einschränken lassen müssen? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du aus deiner Sicht was dazu sagen. Wie wichtig ist es, dass wir all diese Maßnahmen momentan haben? Ja, grundsätzlich ist es da, glaube ich, einmal wichtig, dass wir auf der einen Seite eine infektiologische Sichtweise von einer medizinischen Sichtweise im Allgemeinen trennen. Aus infektiologischer Sichtweise ist die Sache relativ klar. Wir wollen verhindern, dass sich das Virus unter uns Menschen verbreitet. Und da sind die berüchtigten Maßnahmen Maske tragen, sozial isolieren und Abstand halten nun mal am effektivsten und erfolgreichsten. Wenn man jetzt aus medizinischer Sicht im Allgemeinen spricht, ist es aber nicht mehr ganz so klar, denn viele andere Faktoren spielen ebenso eine wichtige Rolle für unsere körperliche Gesundheit. Allen voran zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung, viel Bewegung, ausreichend gesunder Schlaf und allen voran unsere psychische Gesundheit. Unsere Psyche und unser Körper hängen irrsinnig eng miteinander zusammen. Und ich befürchte, dass gerade in der momentanen schwierigen Zeit sehr viele psychologische Belastungsfaktoren auf uns einwirken. Wie ist denn das bei dir? Was würdest du dazu sagen? Absolut, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das erlebe ich auch tagtäglich in der Arbeit. Sehr viele Themen in der Beratung drehen sich momentan um das Thema Corona, direkt und indirekt. Allen voran natürlich auch das Thema Angst. Da geht es um Angst vor der Ansteckung, um Angst um meine Liebsten. Aber es geht auch sehr, sehr häufig um die Angst vor der Zukunft, so die Ungewissheit, was kommt noch alles auf uns zu. Aber, und darum geht es ja auch in dieser Episode, ein riesengroßer Punkt in meiner Beratung ist auch das Thema Isolation. Wir alle sind momentan in gewisser Weise mehr oder weniger isoliert. Die Maßnahmen legen uns nahe, uns zu Hause so gut wie möglich zurückzuziehen, soziale Kontakte einzuschränken und auch Abstand voneinander zu halten. Und das ist natürlich gut und wichtig, aber man weiß auch, dass soziale Isolation und so der soziale Rückzug ein riesengroßer Risikofaktor ist hinsichtlich der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Warum ist das so? Das kennt jeder von uns. Wenn wir uns eine Zeit lang zu Hause zurückziehen müssen, sei es jetzt aufgrund einer Krankheit oder warum auch immer, dann fühlen wir uns mit der Zeit ziemlich einsam. Es macht traurig, es macht ein bisschen hoffnungslos, wenn uns der gegenseitige Austausch mit anderen fehlt. Es fehlt uns dann die Perspektive, es fehlt uns irgendwie so das Lustige, das Positive im Leben. Und das ist auch der Grund, wieso die soziale Isolation so einen enormen Einfluss auch auf unsere Psyche hat. Jetzt wäre es natürlich wichtig, sozial aktiv zu sein, hinauszugehen, Freunde zu treffen, Dinge, die jetzt momentan einfach so nicht möglich sind. Das alles wirkt auf unsere psychische Gesundheit, aber wie wir wissen, ist das ja nicht alles. Das hat auch indirekt weiter einen Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden, auf unsere körperliche Gesundheit. Was ich mich frage ist, warum ist das eigentlich so? Wieso kann ich mich nicht einfach schlecht fühlen und es bleibt beim Gefühl? Warum hat das direkt einen Einfluss auf meine körperliche Gesundheit? Ja, damit beschäftigt sich noch ein relativ junges Forschungsgebiet aus der Medizin, die sogenannte Psychoneuroimmunologie.
Wie der Name schon sagt, beschäftigt sie sich mit dem Zusammenhang von unserer Psyche über unser Nervensystem bis hin zu unserem Immunsystem. Grundsätzlich ist die Verbindung Körper und Geist allen bekannt und wir kennen es oft genug auch aus dem Alltag, wenn wir zum Beispiel vor einer schwierigen Prüfung stehen oder vor einem Vortrag vor vielen Personen oder wenn wir gerade hauchzart einem Unfall entgangen sind, dann schaltet das Gehirn auf Alarmmodus und der Körper reagiert sofort. Unser Herz beginnt zu rasen, wir fangen an zu schwitzen, vielleicht spielt unsere Verdauung verrückt. Also hier ist die Kombination irrsinnig schnell und sehr effektiv sichtbar. Manchmal ist es aber auch so, dass wir die Reaktionen und Aktionen unseres Gehirns überhaupt nicht merken, zum Beispiel beim Immunsystem. Unser Gehirn ist in der Lage, verschiedene Botenstoffe in unserem Körper freizusetzen und diese wirken dann irgendwo im Körper, unter anderem möglicherweise auf unsere Immunzellen und können diese hemmen. Ein besonders anschauliches Beispiel kommt hierbei aus der Wundheilungsforschung. Hier hat man herausgefunden, dass Wunden bei depressiven Patienten und Patientinnen deutlich langsamer heilen als bei psychisch gesunden Personen. Und ein weiteres Beispiel, was wir wahrscheinlich auch alle kennen, ist, wenn wir chronisch psychisch belastet sind über mehrere Wochen oder Monate, dass wir besonders anfällig sind auf grippale Infekte, andere Erkrankungen und besonders nervig wird es, wenn wir nach vielen Monaten an Arbeit genau in dieser einen Woche, die wir Urlaub haben, flach liegen und uns erholen müssen. Nun ist es, glaube ich, besonders wichtig, und vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen, wie können wir uns vor diesen psychischen Belastungen ein bisschen schützen? Das ist tatsächlich wichtig. Momentan dreht sich alles darum, wie wir unseren Körper und unsere Gesundheit schützen können und dabei wird eigentlich das psychische Wohlbefinden vollkommen unter den Tisch gekehrt. Mir ist es wichtig, den Menschen Kontrolle zurückzugeben. Was wir momentan erleben, ist Fremdbestimmung und Kontrollverlust. Wir haben das Gefühl, jemand anders bestimmt über uns, was wir wann machen dürfen und das ist etwas, was unser Gehirn gar nicht mag. Das heißt, was jetzt zentral ist, ist darauf zu schauen, was kann ich selbst in die Hand nehmen, wo kann ich Kontrolle gewinnen. Ich kann beispielsweise meinen Alltag ganz aktiv selbst gestalten. Ich kann entscheiden, wann ich arbeite, in den meisten Fällen, wann ich arbeite, wann ich Pausen einlege. Ich kann Struktur und Routinen in meinen Alltag legen. Ich kann selbst auf einen Ausgleich schauen. Ich kann selbst darauf achten, dass ich aktiv bleibe. Das ist in dieser momentanen Situation einer der wichtigsten Punkte. Ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist der, sich nicht zu Hause zurückzuziehen, sondern trotz allem so aktiv wie möglich auch mit anderen in Kontakt zu treten. Natürlich mit Vernunft und mit Köpfchen darauf zu schauen, was ist vernünftig, was darf ich machen. Ich kann nach wie vor hinausgehen, ich kann laufen gehen, ich kann Freunde treffen, ich kann spazieren gehen. Ich kann mit meiner Oma in den Videochat gehen, wenn meine Kinder Sehnsucht danach haben und sie vielleicht sehen wollen, aber es nicht dürfen, weil sie gerade ein wenig verschnupft sind. Die Oma freut sich, weil sie was Neues ausprobieren kann. Die Kinder freuen sich, weil sie die Oma am Bildschirm sehen. Und so kann man aus jeder Situation eigentlich auch was Gutes herausziehen. Gerade der Aspekt der sozialen Kontakte, das haben wir ja auch vorhin schon einmal gehört, ist ein sehr wichtiger und gleichzeitig auch ein sehr gefährlicher. Und hier befinden wir uns irgendwie in einem Dilemma. Auf der einen Seite empfiehlt die Medizin und die Regierung, soziale Kontakte zu reduzieren. Ich als Psychologin empfehle, soziale Kontakte womöglich zu suchen. Wie kann man da irgendwie zusammenfinden, sodass alle glücklich sind und wir das Richtige machen? Naja, wir haben vorher schon von den Maßnahmen gesprochen. Und eins ist relativ klar, wenn wir es schaffen, dass der Virus nicht in unseren Körper eindringt, dann müssen wir ihn auch nicht abwehren. Das ist vor allem für bestimmte Risikopatienten mit Sicherheit in diesem Fall der richtige Weg. Aber ich habe jetzt auch schon sehr viele Situationen erlebt, in denen ich überhaupt nicht gewusst habe, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Eine Patientin hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass sie vor dem ersten Lockdown im Pflegeheim gewohnt hat, aber mobil war, immer wieder spazieren war und Ausflüge mit ihrer Familie machen konnte. Während des Lockdowns war es dann nicht möglich, Besuch zu erhalten und sie ist immer mehr und immer wieder nur mehr im Bett geblieben, nicht mehr aufgestanden und hat immer mehr an Lebensfreude verloren, ist immer depressiver geworden und aus medizinischer Sicht interessant, es ist auch zu einer deutlichen Muskelatrophie gekommen. Das bedeutet, sie war nach diesem Lockdown nicht mehr in der Lage, von ihrer Psyche, aber auch von ihrem Körper her aufzustehen, geschweige denn sich herumzubewegen oder Ausflüge wieder mit ihrer Familie zu machen. Und hier hat sie gemeint, dass so für sie das Leben eigentlich nicht mehr lebenswert ist. Das heißt, im Endeffekt aus infektiologischer Sicht hat man alles richtig gemacht. Man hat die Patientin isoliert,
Man hat dafür gesorgt, dass der Virus sie nicht erreichen kann, aber die Lebensqualität war bei ihr dann nachher trotzdem gleich null. Das ist wirklich ein sehr anschauliches Beispiel dafür, dass es momentan oft sehr schwierig ist, zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Heute soll es aber darum gehen, uns dafür entscheiden, was für uns richtig ist und was für uns gut ist. Wir haben euch versprochen, euch Tipps mitzugeben, wie ihr gut auf euch achten könnt und was wir alle dafür tun können, um aus dieser Situation im allerbesten Fall gestärkt und positiv hervorzugehen. Mein allerwichtigster Tipp an dich ist: Bleib aktiv, gestalte deinen Tag so, dass du auch immer genügend Glücksmomente hast, dass du auch immer genügend Augenblicke hast, in denen es dir richtig gut geht. Es ist ganz sicher nicht die Zeit, in der du alles perfekt machen musst, es ist die Zeit, in der du darauf schauen sollst, dass du das Beste rausholst. Das heißt, strukturiere dir deinen Tag, schaff die Routinen, die dir Freude machen und pflege so gut wie möglich deine sozialen Kontakte. Und hier möchte ich gleich anschließen: Bleib aktiv, und zwar auch körperlich. Versuch dich so viel wie möglich zu bewegen, spazieren gehen, laufen, alles was Spaß macht und momentan erlaubt ist. Und im Gegensatz dazu, schau auch darauf, dass du genügend gesunden Schlaf erhältst. Momentan sind so etwa 6 bis 8 Stunden täglich im Durchschnitt am günstigsten, sowohl für deinen Körper wie auch für deine Psyche. Apropos Psyche, dazu noch ein Tipp von mir: Setz dich mit deinen Emotionen auseinander und nimm die Gefühle an, so wie sie kommen. Es ist vollkommen normal, dass du dich jetzt manchmal erschöpft fühlst. Es ist normal, dass du Traurigkeit, Wut oder Ärger empfindest. Nutz die Gelegenheit und setz dich mit dir selbst auseinander. Geh in die Selbstreflexion und frag dich manchmal: Wie geht es mir heute eigentlich und was brauche ich, damit ich mich wieder gut fühle? Und vielleicht weißt du das manchmal gar nicht so genau, was dir fehlt oder was du jetzt brauchen könntest. Greife dann auch auf professionelle Unterstützung zurück. Beispielsweise eine Psychologin oder ein Psychologe, der kann dir dabei helfen, deine Gefühle zu verstehen. Wenn du darüber sprichst, dann wird schon ganz viel an Emotionen und an Gedanken sortiert. Und ihr könnt gemeinsam Techniken erarbeiten, wie du gut mit den Gefühlen umgehen kannst. Und ein letzter Punkt, der mir noch sehr wichtig ist: Humor. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, negative und positive Emotionen gleichzeitig zu empfinden. Und so können wir durch Humor Distanz aufbauen zu unseren Ängsten und zu unseren Sorgen. Aus diesem Grund die Hausaufgabe von mir bis zum nächsten Mal: Versuche es so viel wie möglich zu lachen und manchmal auch ein bisschen einen Blödsinn zu machen. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das Video teilt und unseren YouTube-Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.